Da bist du ja noch rechtzeitig zur Besinnung gekommen, Rookie Crusher. Hättest du den Boss nicht verpfiffen und uns nicht gesagt, wo alle relevanten Beweise liegen, wärst du jetzt mit dem Rest der Bande im Knast gelandet. Und ihr habt dem Boss von meinem Verrat auch nichts gesagt, ja? Nein, im Gegensatz zu Ihnen halten wir unser Wort. Du kannst von Glück reden, dass Fabian nicht mit dabei war. Zusammen hätten wir kurz einen Prozess mit dir gemacht. Dieser Thomas, die ganze Zeit geht er mir hier schon auf die Nerven. Zuerst nahm er mich in den Schwitzkasten, dann besiegte er mich unfair im Yu-Gi-Oh! Duell und zu allem Überfluss hatte er die Unverfrorenheit, mich vor den Augen der anderen zusammenzuschlagen. Jetzt reicht's mir. Ich ändere meine Strategie. Dieser Rookie muss ultimativ und endgültig gecrushed werden. Davon soll er sich nicht mehr erholen können. Dem zeige ich's. Zuerst sollte ich ihn ein wenig aus der Fassung bringen. Wie ich gehört habe, kommt der Fabian jetzt nicht mehr aus dem Knast. Der war wohl mit beiden Beinen in ganz krummen Ding verwickelt. Ich hoffe, das Gefängnis hat seine Insassen unter Kontrolle. Sonst nimmt sich der Boss seiner persönlich an. Schade, dass man dir das nicht auch nachweisen konnte und du ihn da alleine verrotten lässt. Du Mieser! Du hattest bereits deinen Spaß. Ich muss mich jetzt um Papierkram bezüglich Kevins tragischen und vorzeitigen Ablebens kümmern. Entschuldigt mich. Hallo? Tina Eisenberg am Apparat? Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind a closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one, it's all meaningless, we've already begun. Yup, we all one and the same, never opposites, we play the same game. Walk a thin line between hope and despair, running from truth but it's already here. So many lies, I don't know if they can find me, only one life to live, so choose wisely. Wise the tales, do you even know what side you're on? Does it really matter if it's on the same coin? If you wanna achieve, you gotta believe the time right now, there's a door, here's the keys. Episode 8. Alles und nichts. Oh Mann, wir kommen nicht weiter. Wir haben schon jeden Raum abgesucht und immer noch nichts gefunden. So langsam verliere ich die Hoffnung. Vielleicht befindet sich Luise ja gar nicht hier. Geben Sie die Jungfer nicht auf, wenn der erste Knackungsversuch nicht... Moment mal. Ist das nicht der Herr, dem wir vorhin kurz über den Weg gelaufen sind? Hey, wer sind Sie eigentlich, dass Sie hier immer noch rumlungern? Sie wirken ja nicht gerade wie ein Lehrer. Sie kennen mich nicht. Daran erkennt man den Kunstbanausen. Mit Blick fürs Detail trenne ich, schon von Meisterstück. Mein Name ist James Colvin. Hier meine Karte. Haben Sie diese Mademoiselle gesehen? Nein, diese Madame habe ich nicht gesehen. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich würde gerne meiner Profession nachgehen. Ich war soeben im Sekretariat und habe mir den Generalschlüssel geben lassen. Nun bin ich im Begriff, noch nie zuvor gesehene Kunst zu schätzen. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie uns den auch einmal leihen? Ich werde ihn wieder ins Sekretariat zurückgeben. Herr Trost? Wisst ihr, wo das Sekretariat ist? Moment mal. Du bist doch Wurm, was machst du denn hier? Wenn Sie mich nicht siezen, rollen sich meine Fußnägel empor, bevor ich das nächste Mal die Antichambre erblicke. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Walters Mörder, wie Sie wissen. Und da ich keine weiteren Spuren gefunden habe, bin ich jetzt diesem Ferdinand gefolgt. Ein Mord? Davon weiß ich gar nichts. Ich suche nach meiner geliebten Luise, die entführt wurde. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass es ihr gut geht.
Du meinst Luise Miller auf den Vermisstenpostern hier? Genau. Sie wurde das letzte Mal an diesem Internat gesehen. Diesen Fall hätte ich beinahe vergessen. Schon seit Monaten häufen sich die Vermisstenanzeigen in dieser Gegend. Es sind immer Mädchen in ihrem Alter und noch niemand wurde wiedergefunden. Diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Ob diese Fälle mit dem Mord an Walter zu tun haben? Vielleicht hat er etwas herausgefunden und wurde deshalb getötet. Naja, wie dem auch sei. Das Sekretariat ist den Gang runter und nach rechts. Danke! Was meinten Sie mit Mordwurm? Hey, habt ihr Tina gesehen? Sie ist nach einem Anruf einfach auf und davon. Was geht hier eigentlich ab? Sollte dieses Internat über die Ferien nicht so gut wie leer sein? Nun ja, einiges mit der Voss GmbH ist passiert. Diese verzweiflungsstreuende kriminelle Organisation? Ja, genau. Nach diesem Leistungssportsprint und durch das spontane Verschwinden von Richard Trust und Tina liegen die Nerven beim Thomas nun blank. Das ist der perfekte Zeitpunkt, die nächste Stufe meiner ultimativen Crushung einzuleiten. Um den Spaß noch nicht so schnell vergehen zu lassen, sollte die halbe Dosis genügen. Hey Thomas, du scheinst aus der Puste zu sein. Lasst uns gemeinsam auf bessere Zeiten anstoßen. Jetzt fängt er schon wieder damit an. Danke für das Angebot, aber ich bin zurzeit auf Diät und trinke nur Wasser. Alle mal herhören. Na dann, Borgwald, zeig mir dein Semesterprojekt zum Thema Denkmal. Ja, ich nenne es Alles und Nichts. Ich habe die Fachgebiete der Kunst und der Physik kombiniert und eine Apparatur entwickelt, mit der man Denkmäler erstellen kann. Alleine ist diese Apparatur völlig bedeutungslos. Nichts. Führt man aber die richtigen Bausteine hinzu, kann aus nichts alles entstehen. Eine Blasphemie der Farben, des Individuums und der Kunst. Gib mir eine kleine Demonstration. Ja, wollen Sie den ersten Baustein aussuchen? Gerne. Nehmen wir diese Lupe. Nun wähle ich die Komplementärfarbe aus. Inspiration durch Berechnung. Eine Chance. Das ist mein Schüler. Das sind solide 15 Punkte, vorausgesetzt, die schriftliche Ausarbeitung ist entsprechend. Ich habe auch noch andere Neuigkeiten für dich. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Deine Geduld soll belohnt werden. Ich werde dir nun zeigen, was ich in meinem Atelier versteckt halte. Alle mal herhören. Nach neuesten Informationen aus dem Verhör der Boss GmbH stellt sich heraus, dass keiner von ihnen etwas mit dem Mord an Walter zu tun hat. Es finden sich bitte alle in unserer Zentrale, also dem Büro von Richard Trust ein, wo wir den Mörder identifizieren werden. Wie bedauerlich, wir werden unsere Pläne wohl verschieben müssen. Nach diesem Treffen wird sich dir meine Kunst offenbaren. Sind wir 7 die einzigen in diesem Internat? Uns ist vorhin noch dieser James Coleman über den Weg gelaufen. Weiß wer von ihm? Er sollte soeben abgereist sein. Er war eh nur hier, um Kunst zu begutachten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er mit dem Mord zu tun hat. Da kann man nichts machen. Wenn er schuldig ist, haben wir seine Karte. Hä? Steckt der Boss wirklich nicht hinter dem Mord? Nein, es ist ausgeschlossen. Aber ich vermute, dass sich der Täter unter den hier Anwesenden befindet. Hiermit eröffne ich unsere Diskussion.